Hallo ihr Lieben, ich bin Mizuki. Heute werde ich ein spannendes Thema behandeln, und zwar kinderfreundliche Länder. Ich bin in Japan aufgewachsen und habe selber ein Kind. Zurzeit wohne ich in Deutschland mit meinem deutschen Mann und meiner Tochter. Ich bin sogar auch schon mal mit meiner Tochter nach Japan gereist. Deswegen möchte ich heute erzählen, wie sich Deutschland und Japan in Bezug auf Kinderfreundlichkeit unterscheiden. Ich werde aus meinen Erfahrungen 5 verschiedene Aspekte von Infrastruktur, Bildung, Gesundheitsversorgung, gesellschaftliche Einstellung und finanzielle Unterstützung analysieren und für jeden Punkt eine Bewertung vornehmen. Am Ende werde ich die Punkte zusammenzählen und sehen, welches Land die höhere Punktzahl erhält. Aber bitte vergesst nicht, was ich in diesem Video erzähle, sind nur aus meiner persönlichen Erfahrung. Es ist nur meine Meinung, es gibt natürlich auch viele andere Meinungen dazu. Also bleibt dran und lasst uns anfangen. Erstens, Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen. Zuerst schauen wir uns die Infrastruktur und die öffentlichen Einrichtungen an. Deutschland. Deutschland hat zahlreiche gut ausgestattete Spielplätze und Parks. Es gibt sogar auch Freizeiteinrichtungen für Kinder. Man kann schon sagen, dass fast jede Stadt Parks mit ein paar Spielplätzen hat. Und in Deutschland gibt es fast überall Fahrradwege, wo auch Kinder gut Fahrrad fahren können. Die meisten Gehwege in Deutschland sind außerdem genug breit und man kann gut gehen. Aber an manchen Orten sind Gehwege bzw. Straßen mit älteren Kopfsteinpflaster. Dort ist es schwierig, mit einem Kinderwagen zu fahren. Außerdem sind die Züge und Busse in Deutschland kinderwagenfreundlich. Zudem gibt es in Zügen, Straßenbahn und Bussen immer genügend Plätze für Kinderwagen sowie Rollstühle. In Bezug auf die Möglichkeit zur Kinderbetreuung findet in fast jeder Stadt eine Krabbengruppe oder Spielgruppe statt, aber solche Spielgruppen gibt es oft nur zu speziellen Zeiten, zum Beispiel jeden Freitag von 10 bis 12 Uhr oder so. Manche Kinder schlafen in dieser Zeit oder Eltern haben einen Termin, damit sie nicht daran teilnehmen können, dann verpasst man die Gruppe möglicherweise ein paar Mal. Und es gibt zwar einige Shopping-Malls in Deutschland, aber viele davon haben meist nur Spielplätze, die nur für Kinder zugänglich sind, die schon laufen können oder älter sind. Was die Wickelplätze angeht, so gibt es wie in Japan in Shopping-Malls separate Wickelplätze. Auch in DM und Rossmann gibt es kostenlose Wickelmöglichkeiten. Aber wenn es um öffentliche Toiletten geht, ist es in Deutschland schwieriger als in Japan eine Toilette für unterwegs zu finden, selbst für Erwachsene. Außerdem sind Toiletten an vielen Orten in Deutschland gebührenpflichtig und die Toiletten an Bahnhöfen und einigen Autobahnraststätten sind schmutzig und nicht zugänglich. Toiletten sind im Allgemeinen in Japan viel besser. In Bezug auf Raucherzonen gibt es in Deutschland jedoch noch Verbesserungsbedarf. Viele Menschen rauchen nur auf Bahnhöfen oder auf der Straße und mancherorts befinden sich Raucherbereiche vor den Eingängen von Shoppingcenter. Für Kinder und Schwangere ist Passivrauch zu vermeiden, aber mancherorts lässt es sich nicht vermeiden. Japan. In Japan gibt es ebenfalls viele öffentliche Parks, die sehr gepflegt sind. In städtischen Gebieten wie Tokio, Osaka und Kyoto kann es jedoch schwieriger sein, große Spielplätze zu finden und die Gehwege sind oft schmal und nicht immer kinderwagenfreundlich. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind effizient, aber zur Rush-Hour kann es eine Herausforderung sein, mit kleinen Kindern oder Kinderwagen zu reisen. Es gibt zwar auch in Zügen in Japan solche Plätze, wo man Kinderwagen und Rollstühle stellen kann, aber nicht bei jedem Wagen und solche Plätze sind seltener als in Deutschland. In Japan gibt es aber in Zügen Yusensaseki, auf Deutsch Vorzugssitzplätze. Da können sich ältere Leute, Behinderte, Schwangere und Leute mit kleinen Kindern hinsetzen. Es gibt meistens Schilder für solche Vorzugssitzplätze. Es gibt zwar solche Plätze, aber die Einstellung der Leute in Japan ist etwas anders als in Deutschland. Darüber möchte ich aber beim 4. Punkt gesellschaftliche Einstellung und Kultur erzählen.
Was ich aber in Japan sehr gut fand, war, dass es fast überall saubere Toiletten und Wickelkommode für kleine Kinder gibt. Zudem gibt es in großen Shoppingmalls in Japan Spielplätze für Kleinkinder, die von allen kostenlos genutzt werden und auch Säuglinge nutzen können, die nur noch krabbeln können. Die Shoppingmalls sind meistens für Familien eingerichtet. Außerdem gibt es in Japan Jidokan, auf Deutsch Kinderzentrum, in denen Kinder frei mit Spielzeug und anderen Gegenständen spielen können. Wie in Deutschland muss man nicht zu bestimmten Zeiten hingehen und die Einrichtungen sind relativ lange geöffnet. Die japanische Häuser oder Wohnungen meistens kleiner als deutsche sind solche Einrichtungen sehr hilfreich. Um mehr über Kinderspielplätze in japanischen Shoppingmalls zu erfahren, schaut euch gerne das vorherige Video an. Was die Raucherbereiche angeht, ist Japan sehr rücksichtsvoll. In Japan ist das Rauchen nur an bestimmten Orten erlaubt. Einige Bahnhöfen haben sogar eigene Raucherräume. Das mag für Raucher etwas lästig sein, aber für Menschen, die nicht gerne rauchen, Kinder und Schwangere sind die getrennten Raucherbereiche sehr hilfreich. Japan ist der Gewinner, wenn es um öffentliche Toiletten und Raucherbereiche geht. Und für mich sind die Spielplätze im Kinderzentrum und Shoppingmalls sehr beneidenswert. Auch sind japanische Züge und Bahnhöfen sauberer als in Deutschland. Deutschland hat sich in den öffentlichen Verkehrsmitteln besser strukturiert. Das Problem ist aber, dass die Züge unpünktlich sind. Und Rauchen ist in Deutschland auch ein Problem. Es ist also ziemlich schwierig, zwischen diesen Aspekten der Infrastruktur und öffentlichen Einrichtungen zu wählen. Am besten wäre es, wenn die guten Punkte kombiniert werden könnten. Aber ich persönlich denke, Japan hat insgesamt eine bessere Infrastruktur und öffentliche Einrichtungen für Kinder. Dementsprechend gebe ich Deutschland 7 von 10 Punkte und Japan 9 Punkte. Zweitens, Bildungssystem und Kinderbetreuung. Nächster Punkt ist das Bildungssystem und die Kinderbetreuung. Aber ich kann es nicht aus eigener Erfahrung erklären, weil ich nur eine japanische Schulbildung habe. Daher werde ich hier nicht im Detail darauf eingehen. Bis zur Pflichtschule würde ich also erstmal beide gleich einstufen, aber ich möchte nur die Universität betrachten. Universitäten in Deutschland kosten etwas Geld pro Semester, aber sie sind definitiv billiger als japanische Universitäten. Vor allem die japanischen Privatuniversitäten sind sehr teuer und viele Leute nehmen Studiendarlehen in Anspruch. Viele arbeiten nach dem Abschluss der Universität, um das Studiendarlehen erst nach dem Abschluss zurückzuzahlen, und manche studieren in Japan nicht ernsthaft, weil es in Japan nur wichtig ist, Hauptsache einen Bachelorabschluss zu haben. Also gebe ich Deutschland nur einen Punkt mehr, Deutschland 8 von 10 und Japan 7 von 10. Drittens, Gesundheitsversorgung. Ein weiterer Aspekt, der wichtig für Familien ist die Gesundheitsversorgung. Deutschland hat ein starkes Gesundheitssystem mit einem guten Angebot an Kinderärzten und Fachärzten. Die meisten Gesundheitsleistungen sind durch die Krankenversicherung abgedeckt, was den Zugang zur medizinischen Versorgung für Kinder erleichtert. Aber Deutschland ist tendenziell ein wenig teurer als Japan. Die Krankenversicherung ist aufgrund der unterschiedlichen Systeme im Allgemeinen schwer zu vergleichen. Trotzdem hat man in Deutschland ein sicheres Gefühl mit Ausnahme einiger Kosten, dass man nicht vor Ort zahlen muss, wenn man zum Arzt geht. Ich meine es natürlich hier nur gesetzliche Krankenversicherung und ohne zusätzliche Leistungen. Es wäre eine lange Geschichte über die Krankenversicherung zu erzählen, also werde ich nicht mehr dazu sagen, aber ich kann sagen, dass es große Unterschiede zwischen Deutschland und Japan gibt. Außerdem hat Deutschland ein fortschrittliches Gesundheitssystem, aber es gibt Probleme, vor allem mit Terminen in speziellen Kliniken, die erst Monate später vergeben werden.
Deutschland ist allerdings in vielen Bereichen der Schwangerschaft und Geburt überlegen, mit Ausnahme des Essens im Krankenhaus. Deutschland ist auch gewissenhafter, insbesondere was die Kosten für zusätzliche medizinische Untersuchungen benimmt und die Kosten für die Geburt betrifft. Ich werde in Zukunft ein Video über Schwangerschaft und Geburt in Deutschland und Japan machen, wenn ihr wollt. Übrigens, laut Ärztestellen gibt es in Deutschland ca. 24.000 Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin. Japan. In Japan ist die Gesundheitsversorgung ebenfalls von hoher Qualität und die medizinischen Leistungen für Kinder bis 6 Jahre alt sind eigentlich 20% Selbstbeteiligung. Aber sie werden meistens kostenlos, da die Präfekturen diese selbst bezahlen, unterstützt. Aber teilweise muss man sie selbst übernehmen, wie zum Beispiel die Kosten für das Essen im Krankenhaus. Die Selbstbeteiligung für Kinder über 7 Jahre alt sind aber 30% wie Erwachsene, außer ältere Leute. Zudem gibt es in Japan laut Nihon Shōnin Gakkai, also laut dem Japan Kinderarzt-Kongress, ca. 16.000 Fachärztinnen und Fachärzte. Auch bei der Krankenversicherung gibt es viele Vor- und Nachteile und Unterschiede in beiden Ländern, sodass es nicht möglich ist, sie im Detail zu vergleichen. Meiner Erfahrung nach würde ich in diesem Aspekt gerne die gleiche Punktzahl vergeben, weil ich mich sowohl in Japan als auch in Deutschland sicher fühle, wenn ich zum Arzt oder ins Krankenhaus gehe. Also gebe ich Deutschland und Japan beide 9 von 10 Punkten. Viertens. Gesellschaftliche Einstellung und Kultur. Schauen wir uns nun die gesellschaftliche Einstellung und Kultur an. Deutschland. In Deutschland gibt es eine starke Unterstützung für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Elternzeit ist für beide Elternteile möglich und es gibt viele Programme zur Unterstützung von Familien wie das Kindergeld. Auch gesellschaftlich gibt es eine hohe Akzeptanz für Kinder im öffentlichen Raum. Das ist unsere eigene Erfahrung, aber wenn man in Deutschland einen Kinderwagen im Bus oder Zug mitnimmt, sind die Leute schnell bereit, ihren Platz zu räumen. Und als ich meine Tochter getragen habe, waren mehr Leute bereit, ihren Platz freizugeben als in Japan. Außerdem sprechen die Leute in Deutschland einen oft an, wenn man mit seinem Baby unterwegs ist, und bei Bäckereien und Metzgereien bekommen Kinder manchmal kostenlos Brot und Wurst. Japan. In Japan wird die Familie ebenfalls hoch geschätzt, aber es gibt traditionelle Erwartungen an die Rolle der Eltern, insbesondere der Mütter. Es gibt zwar zunehmende Unterstützung für berufstätige Mütter, aber die gesellschaftliche Akzeptanz für arbeitende Mütter wächst langsam. Es gibt aber auch in Japan Elternzeit. Ich habe auch das Gefühl, dass die gesellschaftliche Akzeptanz von Kindern in Japan noch weit hinter der in Deutschland zurückbleibt. Auf meiner letzten Reise zurück nach Japan habe ich Züge benutzt. Wir standen in der Nähe eines Abstellplatzes für Kinderwagen, aber niemand wollte seinen Platz räumen. Sie schauen auf ihr Handy oder nach unten und tun so, als würden sie es nicht bemerken und schlafen. Ich habe den Eindruck in Japan, dass kleine Kinder in Japan eher unerwünscht sind, weil sie laut sind. Das ist aber natürlich je nach Person. Wir haben uns auch in Japan von einer Dame angesprochen und sie war so fröhlich wegen meiner Tochter. Aber tendenziell haben wir uns in Japan so gefühlt, dass die jetzige Gesellschaft in Japan nicht so willkommen gegenüber Kindern ist. Ich gebe also Deutschland 8 von 10 Punkten und Japan 5 Punkte. Fünftens. Finanzielle Unterstützung. Nun zum letzten Punkt, die finanzielle Unterstützung durch den Staat wie das Kindergeld. Deutschland. In Deutschland erhalten Eltern für jedes Kind Kindergeld, das monatlich ausgezahlt wird. Momentan beträgt das Kindergeld seit Januar 2023 250 Euro pro Kind, unabhängig von der Anzahl der Kinder. Außerdem wird das Kindergeld in der Regel bis zum 18. Lebensjahr des Kindes gezahlt, kann jedoch unter bestimmten Bedingungen bis zum 25. Lebensjahr weitergezahlt werden. Zum Beispiel, wenn das Kind sich in der Ausbildung, im Studium oder in einer Übergangszeit zwischen Schule und Ausbildung befindet. Zusätzlich gibt es
Steuervergünstigungen und andere finanzielle Hilfen die Eltern entlassen. Außerdem ist die kostenlose Geburt in Deutschland meistens möglich. Japan. In Japan gibt es ebenfalls eine Art Kindergeld, bekannt als児童手当, das monatlich gezahlt wird. Die Höhe ist jedoch geringer als in Deutschland und variiert je nach Alter des Kindes. Zum Beispiel ein Kind bekommt bis 3 Jahre alt 15.000 Yen, also ca. 120 Euro. Je älter das Kind wird, desto niedriger wird das Kindergeld. Obwohl es eine gewisse Unterstützung gibt, wird diese oft als unzureichend angesehen, um die tatsächlichen Kosten der Kindererziehung zu decken. Außerdem kostet eine Universität in Japan sehr viel. Die Kosten für eine Geburt sind auch je nach Präfektur unterschiedlich. In einigen Präfekturen kann man kostenlos durch ein Subventionssystem gebären. In anderen muss man möglicherweise einen bestimmten Betrag aus eigener Tasche bezahlen. Also gebe ich Deutschland 8 von 10 Punkten und Japan 6 Punkte. Nun schauen wir uns dann die bisherige Punktvergabe an. Deutschland führt mit 40 Punkten, während Japan 36 Punkte erreicht hat. Es scheint, dass Deutschland insgesamt als kinderfreundlicher eingestuft wird, zumindest nach den von mir heute betrachteten Kriterien und nur aus meiner Meinung. Aber denkt daran, dass jedes Land seine einzigartigen Vorzüge hat und dass das alles nur meine eigene Meinung ist. Zum Beispiel war meine Kindheit in Japan wirklich wunderschön. Nach all den Betrachtungen und Punkten denke ich, dass sowohl Deutschland als auch Japan großartige Orte sind, um Kinder großzuziehen, aber jeweils auf unterschiedliche Weise. Deutschland bietet eine bessere gesellschaftliche Einstellung, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Familie und finanzielle Unterstützung, was es insgesamt kinderfreundlicher macht, zumindest nach meinen Kriterien heute. Japan punktet mit einer sehr sicheren und sauberen Umgebung, einer qualitativ hochwertigen Gesundheitsversorgung und einer kulturreichen Erziehung. Aber es gibt noch Herausforderungen, besonders in Bezug auf die Arbeitskultur und die finanzielle Unterstützung von Eltern. Am Ende des Tages kommt es jedoch auf die individuellen Bedürfnisse und Vorlieben jeder Familie an. Was denkt ihr? Welches Land findet ihr kinderfreundlicher? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. In meinem Kanal könnt ihr nicht nur über Japan und Deutschland wissen, sondern auch verschiedene Rezepte aus Japan erfahren. Bitte vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, wenn euch das Video gefallen hat. Schaltet bitte auch die Glocke ein, damit ihr meine neuen Videos nicht verpasst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video oder beim Livestream. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. Dann, ciao! ありがとうございました。